Name ist Doris Werger und ich komme aus Frauenfeld, bin Restauratorin. Und das erste Mal, als wir auf dieser Baustelle waren, haben die Archäologen schon untersucht und man war an jüngsten Oberflächen am Abbauen, Weichbavadex-Schichten, jüngere Täfer. Und in diesem Bereich hat es sehr schlimm eigentlich ausgesehen. Die Böden waren offen, die Wände waren offen. Es hat noch von jüngsten Schichten bis zu ältesten. Und die Archäologie hat in dem Wandbereich da hinten, wo auch kein Täfer mehr war, eigentlich gesehen, dass es sich da um Malschichten handelt, die vorkommen, die vorhanden sind. Und haben dann ziemlich gleich die Denkmalpflege beauftragt, einen restauratorischen Untersuch zu machen. Also meistens, wenn man auf eine so Baustelle kommt, entdeckt irgendjemand die Malereien. Entweder ist das ein Handwerker, der bei der Zerstörung bereits merkt, da hat es Malschichten, oder es ist der Archäologe, der, wenn es gut geht, in einer Vorphase hat können die Bausubstanz anschauen und er findet Malschichten. Da war beides eigentlich der Fall, dass der Archäologe die Farbschichten gesehen hat, aber leider hat auch schon beim Täferausbau, wo eine Weichbavadex-Schicht drüber war, hat man mit einer Stichsäge schon leicht in die Oberfläche vom darunterliegenden Putz geschnitten. Wenn wir untersuchen, dann arbeiten wir mit Skalpell, mit Lupe. Wir sind eigentlich ganz nah auf dem Objekt. Wir sehen alle Schichten, wir sehen auch unbemalte Schichten. Das ist wichtig für die Bauphasenerforschung und zu wissen, was übereinander liegt. Aber wichtig ist nachher, wie kann ich es erhalten? Wie ist der Zustand? Wie kann ich es festigen, wenn es pudert? Das hat sehr stark pudert, das hat auch sehr stark blättert. Also es gibt ein ganzes Konservierungsprogramm, wo man nachher berechnet, ja, was bedeutet denn das, wenn ich 50 mal 50 cm freilege? Was bedeutet das konservatorisch? Und nachher noch restauratorisch, weil restauratorisch bedeutet nachher dann die Retusche, also quasi die Lesbarkeit verstärken. Also weil man da auf der ganze Abwicklung von dieser Wandmalerei gefunden hat, hat sich natürlich auch die Konservierung von dieser Malerei und die Sicherung vom Putz, wo der Träger ist von der Malerei, die Arbeiten haben die meiste Zeit in Anspruch genommen. Weil man hat auch die Malerei sichern, natürlich, wo nachher das Täfer drüber kommt. Und also nicht nur das, was jetzt sichtbar ist, ist konserviert, sondern auch das, was nicht sichtbar ist. Und das ist bei der zweiten Etappe nach der eigentlichen Untersuchung ein grosser Aufwand. Also man tut nach der Sicherung vom Putz und der Malschichten auch Putzergänzungen machen und schließt das zu einer homogenen Oberfläche. Nachher passiert die Ästhetik, die eigentliche Ästhetik, also Retusche und Hintergrundklärung, also Einstimmen vom Hintergrund, das passiert dann nur im sichtbaren Bereich. Die jetzige Malerei, die man hier sieht, das ist eine Grisaille-Malerei, die wir ins 17. oder vielleicht sogar ins Ende 16. denken. Wir beschäftigen sich schon im Unterbewusstsein über die Präsentationsform von diesen Malereien. Kann man die freilegen? Wie aufwendig ist das? Wie sieht das ästhetisch aus? Kann man mit Sondierungen, mit kleineren Öffnungen arbeiten? Will man da viel freilegen? Also man hat gefunden, die Engel will man sehen, man will die wichtigen Elemente der Malerei sehen. Es gibt gewisse Sachen, die auch wichtig sind fürs Begreifen, dass die Malerei unten noch vorhanden ist und eigentlich ganz flächig freilegbar wäre. Aber man will sie nur in Ausschnitt zeigen. Und da sind die angelegten Untersuchungsschnitte eigentlich schon ganz repräsentabel gewesen. Und wo der Herr Curti gesehen hat, dass da zwei Engel sind und was da eigentlich vorkommt und aus welcher Zeit, hat er gefunden, das verpflichtet auch, um einen Bereich von dem zu zeigen. Also wir haben uns da auch mit dem Inneneinrichter abgesprochen und haben eigentlich die Öffnungen so vorgeschlagen, wie sie jetzt da ist in dieser Größe.